Neun Tage Nonstop Urban Exploration liegen hinter uns. Im Februar haben wir unseren bisher größten Urbex-Trip gestartet. 2700 Kilometer sind wir gefahren, um 16 Lost Places in 4 Ländern zu erkunden. Dabei betraten wir militärische Sperrzonen, wagten uns in den Untergrund und gerieten in Konflikt mit dem Gesetz. Mehrmals. Über die kommenden Wochen und Monate werden wir die Erlebnisse von unserem Roadtrip mit euch teilen. Bei YouTube, Facebook und Instagram könnt ihr uns begleiten. Bei unserem bisher größten Urbex-Abenteuer. Den ersten Stopp im Rahmen unseres Urbex Roadtrips machten wir in Mitteldeutschland. Hier steht ein Objekt, das in der Szene bekannt wie beliebt ist. House of Wheelchairs wird es genannt. Oder Henriettes Erbe. Natürlich sind wir nicht drum herum gekommen, uns diesen Lost Place einmal selber anzuschauen. Auch wenn dieser seine besten Zeiten bereits hinter sich hat. Ein altes Gutsschloss, das später als Altenheim genutzt wurde. Es ist offensichtlich, warum dieses Objekt bei Abenteurern und Fotografen so begehrt ist. Auch wir hätten gerne mehr Zeit hier verbracht, jedoch hatten wir nur noch 1 Stunde bis Sonnenuntergang. Das ist so eine spezielle Wanne. Ja, eine Wanne. Ja, und da kannst du hier aussteigen, warte. Das kenne ich mehr, aber hier ist schon hier. Ach so. Das ist wie in so einem Flügel. Und das Wasser wird vorher abgepumpt, oder? No. Nee, das fließt dann so als Wasserfall raus. Ah ja, das wäre natürlich... Das ist voll geil, wir gucken euch mal da rein. Du kannst, quatscht euch Film oder du kannst halt drin sitzen. Richtig für Rage. Schön im Zigarettenstummel. Nice. Du kannst sogar pinkeln, da hast du so einen Abfluss. Ah ja, okay. Was ist hier? Das ist von der Daumen. Ei. Wie konnte das denn passieren? Irgendjemand hat wahrscheinlich so ein Bett aufgerissen. Oh. Alter, film mal meine Füße. Aber leise wie Sau, ne? Wie Ninjas. Und was ist hier drin? Ja, was ist da wohl drin, Marco? Was soll das wohl sein? Ich weiß nicht, sagt das war Macher schon. War voll geil. Das ist eine ziemlich abgefahrene Frühstücksschale, wenn du hier so. Ja. Das sind den Lass dir schmecken. Ja, guten Appetit. Ja, du bist natürlich voll sauber, Mann, ja. Hier dürfen nur Arzneimittel aufbewahrt werden. Und was ist drin? Bier. Ha, Bier. Ja.
wichtige Regel. Eigentlich sollte man in Lost Places niemals in Kühlschränke schauen, weil die sehr oft voller Schimmel sind. Echt? Ja. Aber der geht doch, oder? Der ist halt ausgelüftet, ne? Ja. Hier ist ein Aquarium. Da sind sogar noch einige Pflanzen drin. Urbex-Regel Nummer 18. Nicht alles, was Blut, nicht alles, was nach Blut aussieht, ist auch Blut. Sondern vielleicht einfach nur Rote Bilder ist Im Jahre 1801 begann der Bau des zweigeschossigen Schlosses im klassizistischen Stil. 4 Jahre später waren die Arbeiten abgeschlossen. Ein großer Park gehörte ebenfalls zum Herrschaftshaus, wie diese Lithografie aus dem 19. Jahrhundert zeigt. Nachdem das letzte Mitglied der Eigentümerfamilie verstarb, wechselte das Anwesen in den Besitz eines Barons. Offenbar war ihm das Gebäude noch nicht prunkvoll genug, denn der Baron erweiterte das Schloss um einen Seitenflügel. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Familie jedoch enteignet. Fortan wurde das Gebäude als Alten- bzw. Pflegeheim genutzt. Daran erinnert heute unter anderem der Anbau für den Fahrstuhl. Shit, Alter. Geht's noch höher? Also was auf jeden Fall offensichtlich ist, viele von den Sachen hier sind gestellt. Ja, ist klar. Hier waren schon viele Fotografen unterwegs. Was ist das für eine Zeitung? Freiheit. Gleichberechtigung, wichtiges Thema, heute immer noch. 79. Hier waren offensichtlich auch Katzen. Auf dem Dachboden stehen noch zahlreiche Gegenstände, die nur darauf warten, von ambitionierten Fotografen für ein Motiv neu platziert zu werden. So oder so ähnlich ist es hier schon oft geschehen. Wenn man verschiedene Bilder des Objektes vergleicht, fällt auf, dass die Positionen von Rollstühlen und Betten mehrfach verändert wurden. Auch über unterschiedliche Etagen hinweg. Durch die unzähligen Besuche nahm mit der Zeit auch der Vandalismus immer mehr zu. Hier Bilder von Berlin, ganz offensichtlich. Hier das Gewandhaus in Leipzig. Okay. Keine Ahnung. Und erkennst du die Stadt? Ich auf jeden Fall nicht. Ein schickes Schloss. Ja, er hat es nett hier in seinem Zimmer gehabt. Dann bestell ich einen. Oh, geil. Und was haben sie bestellt? Nova-Brot, Schnittbrot, Toastbrot, Brötchen, Fettbrot, Weißbrot, Rosinenbrot, Semmelkrumen und Hefe. Guck mal daneben das Gewicht. Wie viel Gramm? Ja, immer nur so 1 Kilo. Ach ne, Schnittbrot hat er 12 Kilo bestellt. Und Milchbrötchen hat er 45 Gramm. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Für 7 Cent. Also, mag's jetzt so. Wie alt ist das denn? Vollkost, Diabetiker 13, Angestellte 2, Datum 19.06.89. Seit wann das Gebäude leer steht, ist unklar.
Es heißt, die Einrichtung wurde von den Behörden geschlossen, nachdem eine Patientin im Rollstuhl eine Treppe hinunterfiel und dabei tödlich verunglückte. Und wenn wir schon bei Erzählungen sind, eine kuriose Legende rankt sich um das Schloss. Um das Jahr 1961 wurde bei Arbeiten an den Wasserleitungen im Schlosskeller ein Schatz entdeckt. Ein Teil der Wand fiel zusammen und gab einen Raum frei. Darin befand sich das Tafelsilber der Familie des Barons. Eine beiliegende Tageszeitung legte nahe, dass die Familie den Schatz während ihrer Enteignung im Januar des Jahres 1945 dort versteckte. Als die Staatssicherheit davon erfuhr, übernahm sie die Sichtungs- und Bergungsarbeiten. Der Fund sollte an ein Museum einer nahen Stadt geliefert werden. Doch dort kam nie etwas an. Nach 1,5 Stunden im Schutze der Nacht verließen wir das Schloss und machten uns auf zu unserem nächsten Ziel im Harz. Dort wartete eine alte Schule für Physiotherapeuten auf uns. Doch mehr dazu in der nächsten Episode.